Hallo zusammen, weiter geht's. Olli, was gehen wir an? Wir fahren einmal rund um Tenerife. Wir haben gerade den Norden der Insel besichtigt, sind etwas nördlich der Inselhauptstadt Santa Cruz in San Andrés und fahren jetzt einmal der Küste entlang rund um die Insel. Dafür haben wir noch 5 Tage Zeit, das muss genügen. Los geht's. Erster Stopp, Entsorgung. Ganz dringend, wir haben gestern geduscht. Wir haben uns für die Westküste entschieden und bevor es in diese Richtung geht, müssen wir leider durch ein Stück von Santa Cruz durch. Kein großer Spaß. Es geht mal wieder steil nach unten in Fahrlinie zum Meer. Wir haben noch sicher 150 Höhenmeter vor uns. Eine kleine Besonderheit, das ist einer der kleinen Ananasse, die wir auch in El Hierro gesehen haben. Da gibt es Ananasfarms, wo man diesen kleinen Schätzchen wachsen sehen kann. Und heute werden wir ihn essen. Gerfried, wie schmeckt der El Hierro Ananas? Gut. Ein bisschen sauer. Nicht allzu süß, ja? Aber sehr gut und vitaminhaltig. Ja, mal kaufen. Langsam aber sicher neigt sich unser Kanarenaufenthalt dem Ende zu. Und hier lassen wir noch einmal ganz bewusst die Naturgewalten des Atlantiks auf uns wirken. Rubys neuestes Ding ist, dass sie während der Fahrt auf dem Bett bleibt. Das freut uns sehr. Sie macht das jetzt seit 3-4 Tagen und ich habe wieder die Hände frei zum Navigieren, Lesen, Stricken. Was sie für ein braves Mädel ist. Welcher Luxus, wir haben schon wieder Duschtag. Wir sind hier bei Puerto de la Cruz an einer Entsorgungsstation, die sehr ähnlich aussieht wie jene über El Médano. Aber hier ist weit weniger Betrieb und keine Schlange hinter uns, die uns schon bedrängt beim Wasserfüllen. Ja, ihr bekommt alles, was ihr braucht. Grauwasser unterm Camper, Frischwasser per Automat, 1 Euro 100 Liter angeblich. Wir schauen mal, ob es sich ausgeht. Könnte sein, dass es zeitgesteuert ist, dann geht sich das mit den Filtern wie üblich nicht aus, aber es wird nicht besonders teuer werden. Toilettenentleerung kostet 3 Euro in so einem Automatik-Roboter-Ding, das für uns für die Trenntoilette unbrauchbar ist. Das heißt, unser Ringkanister kommt ins Grauwasser und kostet in dem Fall nichts. Parken kann man anscheinend außerdem, aber wir fahren weiter.
Mit einem Euro sind wir nicht ausgekommen. Wir haben 3-mal eine Euro-Münze reinschmeißen müssen. Und das dauert auch so ungefähr 20 Minuten für uns. Noch ein lustiger Ding, das ich hier bemerkt habe. Es kommen voll viele Bienen, das Frischwasser, das an der Schlauch vorbeispritzt, zu trinken. Das ist jetzt insgesamt aber auf alle Fälle die angenehmste Fähr- und Entsorgungserfahrung bislang auf Teneriffa. 1, 2, 3, das ist jetzt das 4. Mal. Von den 3 Malen bisher waren 2 eher unangenehm und eine war okay. Hallo, warte. In 200 meters at the roundabout, continue straight on deck. Puerto de la Cruz, hier ist einiges los. Es gibt zwar viele Parkmöglichkeiten, aber auch viele Besucher. Und wir versuchen jetzt gerade was für den Abend zu finden. Das ist fürs Erste unser Platz, ohne viel Meerblick und mit Uringestank. Schaut euch das an. Das letzte Mal, dass ich dieses L verwendet habe, war auf 2200 Höhenmeter und jetzt sind wir auf Seehöhe. Die Luft ist oben viel dünner. Heute gibt es Reis gebraten mit Zucchini und Schwammerl und Sojasauce. Und wir sind bereit zum Essen. Mahlzeit! Mahlzeit! Los geht's! Guten Morgen, wir haben gar nicht bemerkt, dass wir mit Teleblick geschlafen haben. Jetzt geht's ab nach Puerto de la Cruz für die richtig authentischen Erfahrungen auf Teneriffa. Für die richtig authentischen Erfahrungen. Jetzt wird's geschäftig. War zu erwarten. Gefällt uns viel besser als gedacht. Ja, das liegt auch an der Struktur dieser Stadt. Es ist die richtige Mischung vom richtig viel Platz, gut erhaltener Altstadtkern, aber auch praktisch gestaltet. Also da sieht man das tagtägliche Leben. Viele schöne Kolonialbauten und nicht zu viele Giris. Man hört auch sehr viel Spanisch und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Gefällt uns viel, viel besser, als wir erwartet hatten. Und jetzt gehen wir einen Café suchen.
So viel zu dem Plan. Das Café, wo wir hin wollten, hat geschlossen. Leider. Okay, wir waren vielleicht nur etwas früh dran. Jetzt geht der Touristenklamauk richtig los. Ein bisschen wirkt die Stadt wie eine weniger schäbige Version von Havanna, aber sehr schön. Wir hatten jetzt schon einen Kaffee. Meine Güte, war der schlecht. Die Euler hat ihn stehen gelassen, ich habe ihn runtergewürgt. Man kann halt echt Pech haben, wenn die Leute eine Espressomaschine nicht bedienen können. Wir versuchen es jetzt gleich noch einmal. Na, endlich was Vernünftiges. Ruby! Achtung! Der monatliche Wandertag zur Tienda Movistar fürs Aufladen der SIM-Karten. Nur heute ist Samstag und der einzige Laden, der offen hat, ist hier in einem riesen Einkaufszentrum. Ich genieße das gerade gar nicht. Das war eine schwere Geburt, aber am Ende hat es geklappt. Bei der Tienda Movistar hat mir die Dame erklärt, dass sie kein System zum Aufladen hat. Keine Ahnung warum, die ihre eigenen SIM-Karten nicht aufladen können, aber okay. Sie hat mich dann verwiesen auf die Kassa des Supermarkts. Dann habe ich dort gefragt und tatsächlich gibt es in der Kassa, in der Selbstbedienungskassa, eine Option zum SIM-Karten aufladen. Aber halt nicht für Movistar, nur für Vodafone und Telefonica und Orange. Aber dann dachte ich mir, naja, wenn das an der Kasse geht, vielleicht geht es an anderen Automaten auch, und bin einfach zum Bankomaten und tatsächlich dort hat es dann geklappt. Dort kann man problemlos seine SIM-Karten aufladen. Das wird für die Zukunft die einfachste und unkomplizierteste Option werden. So, zurück zur Euler, die hier in der Sonne brät, und dann geht's weiter. Der Verkehr auf Teneriffa ist wirklich nicht normal. Es gibt keine Unterbrechung. Es sind alle unterwegs. Elegant wie immer. Garachico, einer der 100 schönsten Dörfer in Spanien, und hier habe ich ein Gefühl von San Sebastian auf La Gomera, Terror auf Gran Canaria. Das hat die gleiche Architektur und diesen großen Dorfplatz mit ausgewachsenen Bäumen zur Beschattung, das Flair passt. Leider passt das Wetter jetzt nicht ganz, sehr neblig, und damit wirkt es nur halb so schön von den Farben her, aber wir können es uns vorstellen, wie es bei Sonne aussehen muss.
Dann hat es allerdings wahrscheinlich auch noch mehr Besucher. Drei Stunden später. Hallo. Unzufriedene Katze möchte weiter spazieren. Herbie? Herbie? Hast mich nicht vermisst? Schau, wie sie mich ignoriert. Hier gäbe es einen offiziellen Stellplatz bei Buena Vista del Norte, aber leider, wenn man hier am Samstag auftaucht, dann hat man Pech gehabt, da ist schon alles belegt. Wir waren bei unserer Flugreise 2017 mal hier und haben die Gegend sehr schön gefunden. Nur leider haben wir jetzt parkplatztechnisch ein wenig Pech. Es gibt noch einen zweiten, da werden wir mal hinschauen und vielleicht klappt es ja dort. So, den zweiten Stellplatz, den haben wir uns jetzt gespart in Erwartung dessen, dass es dort gleich aussieht wie am ersten. Stattdessen sind wir zur Straße runtergefahren ans Wasser, wo ich einen Parkplatz erspäht hatte. Das hat auch gut funktioniert, aber wir stehen im Parkverbot. Gleiches System wie auf La Gomera, Wohnmobile generell verboten. Da hat es in der Hauptstadt San Sebastián geheißen, dass das nur im Sommer durchgesetzt wird und im Winter genug Platz für alle da wäre. Ob das hier so ist, wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber wir gehen davon aus, dass es ähnlich gehandhabt wird. Es geht ja am Ende darum, dass die Tagesgäste zum Baden genug Parkplätze vorfinden und die nicht alle von den Wohnmobilen verstellt werden. Wir haben jetzt 18 Uhr, da geht der Badebetrieb dem Ende zu. Wir stören niemanden und sind niemandem im Weg. Morgen sollten wir vielleicht nicht zu lange da bleiben, dann glaube ich, dass das jetzt okay sein wird. Schön hier, wir genießen den Sonnenuntergang, aber leider haben wir vom Nachbarn mittlerweile erfahren, dass hier Strafen verteilt werden und wir wohl nicht für die Nacht bleiben können. Schade, hier wäre es schon schön, aber wir probieren es dann doch noch am zweiten Stellplatz und hoffen, dass es dort Platz für uns gibt. You have arrived. I have arrived. Ja, nicht, gell? We have not arrived. Oh, fuck. Wir sind fündig geworden. Das ist jetzt ein wenig weniger idyllisch, aber dafür brauchen wir uns keine Sorgen vor Strafen zu machen und es passt schon. Ein offizieller Stellplatz, da waren noch 2 Stellplätze frei, weil sie etwas schräg sind und viele hier keine Keile mit haben. Die sind ja auch nicht erlaubt, werden aber von absolut allen ausnahmslos verwendet, denn sonst würde man schräg bergab stehen. Aber weil andere das nicht machen wollen, parken sie dafür daneben am normalen Parkplatz, wo eigentlich kein Wohnmobilstellplatz ist. Also ist alles nicht so ganz genau hier. Hauptsache, wir haben einen Platz für die Nacht. Ja, ist ein Fehler passiert. Ich koche hier einen guten frischen Lachs und ich habe ein Teilchen davon der Ruby zum Kosten gegeben.
Ruby, wem gehört der Dachs? Sie glaubt, dass es ihr ist. Bleibst du auf dem Bett, bitte? Nein! Mahlzeit. Mahlzeit, Ruby in Warteposition. Nein, das gehört ja mir. Das ist meins. Dann warte ich noch, bis du abgelenkt bist. Nein, da leckt sich wer die Lippen. Want a treat? Yeah, you do. Now here you go. Who's a good cat? Das wüsste ich auch gern. In Buena Vista del Norte angekommen, fehlt uns nur mehr die Süd- und Ostküste der Insel. Diesen Küsten widmen wir uns demnächst, wenn es heißt Abschied nehmen von Teneriffa und den Kanarischen Inseln. Wir sehen uns beim nächsten Video.